Oh. Fuck. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harrows Horrorgeschichten. Wie ihr schon gemerkt habt, ich bin Harrow und heute haben wir ein bisschen was anderes, denn heute habe ich mal die Kamera beiseite gelegt. Irgendwie habe ich da ein kleines Problem im Moment, aber da ihr ja nicht auf eure wöchentliche Ration Horror verzichten wollt, habe ich mir gedacht, okay, wir machen es einfach trotzdem, nur halt diesmal ohne Kamera. Beim nächsten Mal gucke ich mal, wenn bis dahin die Kamera wieder läuft, dann machen wir es auch wieder schön mit Facecam. Aber bis dahin müssen wir jetzt erstmal so Vorlieb nehmen. Wir hatten im ersten Kapitel von Cat Lady, ja, die gute Sarah Ashburn, heißt sie, glaube ich, kennengelernt. Und sie war in einer Zwischenwelt von Leben und Tod und hatte dort eine alte Frau, eine Hexe oder wie auch immer, getroffen, die gesagt hat, wir müssen eine gewisse Anzahl von Parasiten töten, die in unserer direkten Umgebung sind, weil sonst dürfen wir nicht sterben. Sonst werden wir quasi für immer von ihr im Jenseits gehalten. Und ja, dann sind wir wieder zurück in die reale Welt gekommen und lagen im Krankenhaus, da Sarah sich versucht hat umzubringen. Und jetzt sind wir bei Dr. X, der von uns im Anfang des zweiten Kapitels uns beschrieben wurde als als sehr merkwürdiger Kollege, da er nämlich in unseren Kopf rein will und das wollen wir natürlich nicht zulassen. Deswegen, gucken wir erstmal, was wir so mit ihm machen können. Wir können sagen, dass wir bereit zum Sprechen sind oder lieber warten. Mal gucken, was lieber warten sagt. Oder was es denn ausmacht. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about da ist schon wieder so eine typische unangenehme Stimme, ey. Your parents, Diese when you're a child, your life typische Psychologenstimme. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ja, ich hatte einen tollen Vater. Nein, er war kein guter Vater. Ich wuchs ohne Vater auf. Ja gut, weiß ich ja jetzt nicht, weil ich habe sie jetzt auch erst kennengelernt, nachdem sie sich umgebracht hat. Nehmen wir einfach mal, ich wuchs ohne Vater auf. I was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up. Can you tell me why? What happened to him? Er starb bei einem Unfall, verließ uns, als ich klein war, brachte sich selbst um. Ach komm, wir sind schon in so einem negativ-depressiven Spiel, da kann sich auch der Vater direkt umgebracht haben, warum nicht? Committed suicide. He was acting strange all week. Sometimes he wouldn't say a single word all day. Then he'd get very angry all of a sudden. Always about something silly that didn't really matter. I was 8. My 9th birthday was in a month. We had a gun in the house. A rifle. It was in a box on top of the wardrobe, so I couldn't reach it. I wasn't even supposed to know about it, but I did. I woke up one night when I heard some strange noises. I followed him as he went downstairs to the cellar. Oh. Fuck. I will always remember the sound that gun made, and the sound of my father's brain splattered all over the cellar wall. A tragic event indeed, especially for a child to witness. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Ja gut, jetzt müssen wir uns natürlich noch eine Geschichte für unsere Mutter einfallen lassen. Entweder sie war eine wunderbare Mutter, eine grauenhafte Mutter oder auch sie haben wir verloren. Also ich bin ja jetzt schon gewillt, einfach zu sagen, okay, auch meine Mutter ist gestorben. Vielleicht haben wir ja dann nochmal so ein fürchterliches Bild.
Ach komm, machen wir einfach I mal. lost her when I was still a child. She... Ach, sie brachte sich selber um. Oh Gott, das kauft uns doch niemals. committed suicide. It happened just a week after my father killed himself. 2 days after his funeral, she drank a lot and smoked cigarette after cigarette in her bedroom window. I don't know why Die Bilder nobody sind had aber echt thought fies. about getting rid of that damn rifle. She loved him a lot, I guess. That afternoon, she took the rifle and went to the cellar, and I heard another gunshot, louder this time. It felt like the walls started screaming all of a sudden. Like Romeo and Juliet, only not as pretty. And they forgot there was someone else there. They forgot about me. You certainly had a very traumatic childhood, Susan. I'm sorry. I can only try to understand what it feels like to lose a parent. But it's clear to me that your problems are rooted deep in your childhood. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes and we will talk about something else. Okay. Eine kurze Pause. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Okay. Wir können uns jetzt zum ersten Mal in diesem Kapitel auch frei bewegen. Okay, die Uhr ist stehen geblieben. Brauche eventuell neue Batterien. Wir nehmen uns mal Handschuhe mit. Viele Handschuhe mitnehmen. Das ist auch immer so eine Regel Nummer 1, wenn ihr in einem Adventure-Spiel seid. Erstmal schön alles mitnehmen, was geht. Okay. Ich denke, mit dem Waschbecken können wir noch nichts wirklich machen. Wir gehen einfach aus unserem Zimmer raus. Liste der Medikamente für Patientinnen Zimmer Nummer 2. Das bin dann wohl ich. Ich bekomme scheinbar viele Beruhigungsmittel. Das, was sie mir hier geben, könnte ein Pferd bewusstlos machen. Ihm für eine Woche Kopfschmerzen bereiten. Das könnte auch Halluzinationen und Paranoia auslösen. Wie grotesk. Warum würden sie mir all dies geben wollen? Ich bin doch nicht verrückt, das weiß ich ganz sicher. Naja gut, Frau. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Wenn jemand verrückt ist, dann derjenige, der mir ohne medizinischen Grund all diese Medikamente verschrieben hat. Ein Strauß Margeriten. Ich hasse Blumen. Auf keinen Fall nehme ich die mit. Ich mag keine Blumen. Okay. Gibt es hier in dem Raum irgendwie was zu erledigen? Leg dich hin. Ich schlafe nicht in fremden Betten. Okay. Kissen, schau unter. Nichts Interessantes unter dem Kissen. Die Sache ist, ich habe noch fast überhaupt keine Ahnung, was ich hier überhaupt machen muss. Ah, Moment mal. Diesem Zettel zufolge heißt sie Anne Burton und ist 35 Jahre alt. Sie nimmt viele Beruhigungsmittel und hat auch schon eine lange Geschichte von Drogenmissbrauch hinter sich. Darüber hinaus scheint sie Methadon als Heroin-Ersatzdroge zu nehmen. Unten auf der Seite steht, dass es eine Privatpatientin ist, auf eigenem Wunsch hier ist. Die Glückliche. Ich glaube, ich komme nicht so einfach aus der Station raus. Okay, ich dachte gerade, ich könnte vielleicht die Medikamentenblätter austauschen. Damit wir zumindest nicht mehr den Scheiß bekommen, den wir im Moment bekommen. Aber wahrscheinlich ist das, was sie bekommt, nicht wirklich was anderes. Die Badezimmertür. Gucken wir mal, was da so abgeht. Da ist jemand drin. I guess I should wait my turn. Naja, gut. Mal jetzt so einfach panisch vor dem Badezimmer warten, ist natürlich jetzt auch nicht das Sympathischste, was man machen kann. Hallo, Schwester. Schau an. Ich wette, sie glaubt, mit der die rote Brille macht sie attraktiv. Ich kenne Leute wie sie nur zu gut. Sie engagiert. Ne? Sehr engagiert im Job und gleichzeitig total hirnlos und engstirnig. Ja, auf jeden Fall. Guten Tag, die Dame. Ich möchte nach Hause gehen. I'd like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that.
What? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, alright? Ja, auf jeden Fall. Du bist total busy, wenn du da einfach sitzt und nichts tust. Kann ich bitte Can I make a phone telefonieren? call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Alter. Aber die ist schon direkt so eine typische Frau, die man in die Fresse schlagen will. Natürlich nur, wenn man eine andere Frau ist. Als Mann eine Frau schlagen geht eigentlich gar nicht. Ich fühle mich schon viel besser. Können Sie mich bitte entlassen? I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, alright? Okay, ich nehme... Entlassungsbriefe. Entlassungsschreiben für Ann Burton, momentane Patientin Zimmer 1. Scheinbar hat sie sich selbst einliefern lassen und kann gehen, wann immer sie will. Nehme ich mal mit. Please do not touch these. They are all okay. confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Okay. Akten untersuchen. Patientenakten sein. Sie liegen auf dem Tisch aufgestapelt. Please do not touch these. They Ja, are ist ja all gut. confidential documents. I'll go and get it, shall I? I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Ja, okay. Okay. Hallo, die Herren. Entschuldigung, wieso ist der Excuse Ausgang? me. Where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Ja gut, der Kollege kennt natürlich nicht unseren Namen, ne? Aber wer ist denn Mary Smith? Ich hatte jetzt gerade gehofft, man könnte sich jetzt selbst als Anne ausgeben. Weil da könnten wir uns die Dokumente von klauen und einfach durchgehen. Ja komm, wenn uns das schon nicht weiterbringt, dann können wir auch wenigstens beleidigen sein. Lassen Sie mich einfach gehen, Arschloch. Just let me go, asshole. There's no need for that attitude, ma'am. We're just doing our job here. Is that your excuse for being a brainless, fascist son of a bitch? You're taking away my freedom. Are you going to hit me next? These precautions are for your own safety, ma'am. Now, if you'll excuse us, we've got a job to do. Yeah, standing on the corner, looking stupid. Don't get too tired, will you? Susan gefällt mir schon mal sehr gut. Bastards. Erstmal schön rumpöbeln. Warum auch nicht, ne? Okay, das heißt, wir haben eine Schwester, die auf unseren Kram aufpasst. Ah, da sieh mal, guck. Die Patientin aus Zimmer 2. Oh Gott, sieht die nicht mal... Was? Oh Gott, sieht die nicht mal verwirrt aus. Hey, Kollegin. Was geht? Wollen wir vielleicht Identitäten tauschen, damit ich abhauen kann? Noch eine Selbstmordpatientin. Seltsam, sie sieht aus wie jemand, den ich kenne. Hi, are you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. I'm trapped here, just like you. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend,
You will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Oh Gott. Okay, wir haben Joan, Mary... Mary Joanna? Nein, Quatsch. Elizabeth, Sarah, Alice, ich weiß nicht, Anne Burton. Aber Anne Burton ist ja eigentlich sie. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sie nach ihrer Mutter benannt ist? Anne Burton. No, that's my name. Ach, verdammt. You don't know my mother. You little liar. Leave me alone. Please, Wie sie just redet, wie leave so eine me geistig alone. verwirrte Dreijährige. Naja, immerhin können wir jetzt mal ins Badezimmer gehen. Vielleicht gibt es da irgendwas, womit ich weiterkommen kann. Ach, Entschuldigung. Okay. Ich nehme eins der Medikamentengefäße. Okay, alles klar. Spiegel. Untersuchen. Ich kann mich nicht ansehen. Spiegel ist zerbrochen. Eine große Glasscherbe liegt daneben. Was macht die Notiz? Bitte unterlassen Sie es, Nachrichten auf dem Spiegel zu hinterlassen. Da wir im Moment Schwierigkeiten haben, ein hohes Level an Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Aufgrund der plötzlichen Abwesenheit unseres Reinigungspersonals bitten wir alle Patienten aufmerksam zu sein und uns zu helfen, die Situation sauber zu halten. Na, das ist ja echt mal richtig super. Mülleimer? Kriege ich nicht irgendwie auch die Glasscherbe? Ne, ja. Toilette. Gucken wir mal rein. Eher schmutzig. Ring Bell for Assistance. Und da können wir auf jeden Fall Hilfe rufen. Ob dann mit die rothaarige Schlampe gemeint ist vom Tresen vorhin? Benutzen. Ich muss schon pinkeln, seitdem ich aufgewacht bin. Oh Gott. Das Spiel hat... Ach, Mann. Mir hätte es auch gereicht, wenn da einfach eine Textnachricht wäre, von wegen, sie ging auf Klo. Das muss man noch nicht zeigen. So. Ah, Moment mal. Ach nee, Quatsch, ich wollte ja was machen. Öffnen des Deckels. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir die Handschuhe... Genau. Die können wir jetzt da schön reinmachen. Namensmännchen, okay. Wenn wir jetzt für Assistance rufen. Hoffentlich kommt dann jetzt auch jemand. Someone is coming. Ah, sehr gut. Oh, ach so, Have you scheiße. rang the bell? Is there an emergency? Ich wollte sie nur daran erinnern, dass ich bereit bin, nach Hause zu gehen. Ich habe es aus Versehen gedrückt, tut mir leid. Ich wollte nur sehen, wie lange sie brauchen, um auf die Klinge zu reagieren. Ich fühle mich etwas benebelt. I okay. pressed it by mistake. Sorry. Spielen wir mal lieber auf Oh. Safe. All right. It happens, I guess. I'll see you later. Aber das ist ja schon mal gut. Das heißt, sie kommt, oder das Event wird direkt getriggert, sobald ich jetzt quasi auf die Klingel drücke. Das heißt, ich muss jetzt schon spülen. Und das schön überlaufen lassen. So richtig eklig. Und jetzt rufe ich für Hilfe. Und kann ich jetzt abhauen? Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Tell me something more about yourself. What? Well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute.
Also wir hatten ja schon in der ersten Folge, It's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty, since the cleaner's called in sick. okay. Also ihr habt ja schon gemerkt von wegen, manchmal ist es halt schon so, dass halt die Sätze vertauscht werden, deswegen redet die gute Susan manchmal was gar nicht das ist, was sie eigentlich sagen sollte. Aber, okay. Okay, die Akten kann ich nicht nehmen, aber dafür haben wir jetzt schon mal die Entlassungsbriefe, was ja schon mal ganz cool ist. Gehen wir mal hier rein, mal gucken, was wir hier machen können. Erstmal nehme ich wieder ganz viele Handschuhe. Oh, man weiß ja nie. Okay, Handschuhe. Einen Handschuh vielleicht nochmal. Die werde ich ja garantiert noch gebrauchen können. Gucken wir uns erstmal die Entlassungsbriefe an. Das ist mein Ticket nach draußen. Leider steht Ann Burtons Name drauf. Ich muss diese Wachmänner irgendwie dazu bringen, mich für Ann zu halten. Wir sehen uns sogar ziemlich ähnlich. Wie kriegen wir jetzt von Ann den Namen der Eltern raus? Also ich würde ja sagen, wir müssen in die Akten gucken, aber die hat ja gerade schon gesagt, von wegen, das brauchen wir gar nicht. Moment. Ann Burton, 35 Jahre alt. Nee, ich glaube, dass ich so nicht weiterkomme. Ich versuch's nochmal mit ihr zu reden. Das ist eine Patientin. Das sieht aus wie jemand, den ich kenne. Okay, das hatten wir If you schon. really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Elizabeth. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Wie komme ich denn jetzt zu den Namen? Ja gut, ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringt, wenn ich jetzt mal mit der Frau rede, mit der Rothaarigen. Versuchen. Vielleicht einen kleinen Plausch bei den Sorry, Wachleuten. ma'am, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Ann Okay, Burton? alles klar. Oh, right. Name band. I think I left it in my room. I'll go and get it, shall I? Okay. Sie hat es... Ach nee, doch nicht. Wir haben es noch. Suchen. Namen, Geburtsdatum und Krankenhausnummer. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie Anne dazu bringen, das mit mir zu tauschen. Dafür brauche ich den Namen ihrer Mutter. Warum kriege ich den eigentlich nicht in ihrem Zimmer raus? Das geht doch eigentlich gar nicht anders. Ich schlafe nicht in fremden Betten. Kissen. Dreckiges Kissen. Nichts Interessantes unter dem Kissen. Eine knifflige Situation. Aber die Blumen, sind die nicht irgendwie ein Geschenk von ihrer Mutter? Ist da keine Karte drin? Lieben groß, deine Mutter mit Namen so und so. It wasn't you who did it, was it? I don't know what you're talking about. Someone just stuck a bunch of... Well, I guess it doesn't matter. It's sorted now. I just hope it's the last time I've put my hands in that stinking toilet. Okay, aber immerhin haben wir sie schon mal richtig schön angepisst. Das ist schon mal sehr gut. Wir gucken nochmal im Badezimmer. Ich meine, sie war ja vorher da... warte mal kurz. Ich habe doch noch das Medikamentendöschen. Untersuchen. Für Tabletten und Flüssigkeiten. Ich meine, wir können das jetzt auch nochmal verstopfen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Nimm eine Glasscherbe. Wenn sie halten sie mich für einen totalen Psycho, aber könnte auch nützlich sein, ich riskiere es. Okay, jetzt haben wir eine Glasscherbe. Ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finden soll.
Wir gehen mal wieder raus. Ja, es ist schon nicht so ganz eindeutig, muss man auch sagen. Is Liz here? And Ach, stimmt who's ja. Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Okay. Von ihr erfahren wir auch nichts. Okay, wir haben Gummihandschuhe. Wir haben einen Handschuh nochmal separat. Wir haben ein Medikamentendöschen und unser Namensarmband. Wir haben die Entlassungsbriefe und eine Glasscherbe. Was können wir mit einer Glasscherbe machen? Ich meine, wir könnten auch irgendwas noch mit dem Waschbecken wahrscheinlich irgendwie machen. Aber was denn? Also wir könnten einen Handschuh, wir könnten vielleicht einen Handschuh mit Wasser füllen, aber was sollen wir damit machen? Wasserbomben schmeißen? If you really are a friend, you will know my mother's name. Wahrscheinlich The laufe ich name total that haunts dumm me. einfach A beautiful an irgendwas name. vorbei. But I know it. Let me just think for a second. Mary? No, you're Ja, wrong. wahrscheinlich wird keiner Leave der me Namen alone. richtig sein. Please, just leave me alone. Ich meine, wir werden uns jetzt nicht ganz billig durchfragen müssen, oder? Gehen wir zurück in unser Zimmer. Gucken, was da so geht. Nichts Interessantes unter dem Kissen untersuchen. Wenn ich diese Kissen nur anschaue, frage ich mich, wie viele Leute mit ihrem Kopf darauf gestorben sind. Es wurde seitdem sicherlich oft gewaschen, aber trotzdem läuft es mir noch kalt den Rücken runter. Wenn ich auch darüber nachdenke, ich bin auch schon fast gestorben. Warum? Ne, warte, ich bin hier für einen Moment gestorben, oder? Ja gut, das wissen wir nicht. Ich will ja nicht schlafen, außerdem bin ich eh nicht müde. Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem Gummihandschuh. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber warum nicht? Benutzen. Vielleicht das. Benutzen. Shall we swap our name bands? Mother always told me not to talk to strangers. I can't take it. I'm being good now. Only talk to my nurses and good friends. Kann ich sie vielleicht mit der Glasscheibe aufschritzen oder so? Was machen wir denn da? Wahrscheinlich habe ich irgendwo was ganz
Blödes übersehen, was ich noch irgendwie aufnehmen kann. Kann ich die Medikamentenblätter vielleicht einfach so vertauschen? Ne. Oder? Moment. Ah, warte mal, Gott. Glasscheibe benutzen? Nein, okay. Ja, es ist so typische Adventure-Logik. So, wenn man nicht weiß, was man tun macht, einfach alles mal mit allem kombinieren. Gucken, was dann passiert. Aber so wirklich weit komme ich jetzt auch wieder nicht. Aber vielleicht kann ich ja, wenn ich da hineingehe, vielleicht kann ich dann ja hier die Glasscherbe dahinter lassen oder so. Oder unterm Kissen oder so. Ich dachte, ich könnte das vielleicht unter die, so richtig so unterjubeln. So dass sie halt so richtig Ärger bekommt und vielleicht Beruhigungstabletten oder sowas bekommt. Okay. Ich gehe nochmal ins Badezimmer. Vielleicht kann ich da noch irgendwie was versuchen. Ja gut, das Wasser wird jetzt hier auch nicht viel bringen wahrscheinlich. Es sprudelt so vor sich hin. Aber immer, vielleicht der Dampf oder so, oder keine Ahnung, vielleicht muss man hier... Heil. Heil? Gucken, was die Schwester mit der roten Brille so dazu sagt. Eil her vielleicht, aber... Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Ich fühle mich etwas benebelt. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Geben Sie mir Ihren Namen, damit ich Ihnen eine dicke, fette Beschwerde einreichen kann. Okay, wir könnten jetzt natürlich Burtons Medikamente benutzen. Dann ist sie ein bisschen dizzy. Aber wahrscheinlich wird sie das checken wollen. Ich gehe auch nochmal sicher und nehme erstmal meine Tabletten. 1970. I'm just going to check your name band now to confirm Ja, that. das habe ich mir genau schon gedacht. That's fine. That's fine. I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will help you relax. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? What? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would Alter, you? wie krass ist das denn? Ja, genau. Zwingen sie einfach eine Spritze zu nehmen. Fuck. Ich hatte irgendwie gedacht, wir könnten Go jetzt back die to your room and Medikamente... rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Ah, Moment mal. Das sehe ich jetzt erst. Sheila. Oh Gott. Oh, uns geht's gar nicht gut, ey. Das ist ja voll bescheuert.
Ah. Aber ist das die Maschine von Kapitel 1? Ich hoffe doch nicht. Aber jetzt haben wir ja den Namen Sheila. Was ist das denn? Ein Herz? Rauschgiftherz. So schwer sich zu konzentrieren. Ist dieses Ding mit Medikamenten gefüllt. Bah, was ist das denn für ein Kram, ey? Ja, ich kann ja eigentlich nur in mein Zimmer gehen. Zimmer 1 ist mein hoffentlich nicht mehr lange, ja. Oh, die Welt draußen ist ganz crazy. Ja, okay. Hoffentlich sind wir gleich wieder wach. Ah, The okay. drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Na gut, aber immerhin haben wir die Erkenntnis jetzt, haben wir zumindest einen Namen. Da können wir mal gucken, ob der richtige If ist. you really are a friend, you will know my Wie die mother's redet, ey, name. wie so eine The name Dreijährige. that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Ja, okay. Sheila. Yes. It was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. Something's wrong with this place. I think it's really nice here. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Natürlich. Sometimes, if I Immer Tabletten nehmen behave, ist immer super. they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. What is this red stuff? It's a drug. My favorite one. Es ist ein Medikament, mein takes the pain away. Lieblingsmedikament. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Okay. Sollen wir Armbänder How tauschen? Ja, das machen wir about erstmal. we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favor to you, yeah? Well, technically you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return though. I'm Oh, not that Frau, ey. stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Hä? Now that is something special. Ah, verdammt, Is it okay, jetzt raff ich's. Safe. It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. Okay, komme ich hier irgendwie raus wieder? Are Geht's dir you gut? alright? I'm fine. Weil Yes, meine it's Idee ist all natürlich, fine. dass sie meint, It's just mit dem, hard was to man nur in der wait, Traumwelt you bekommt, know? wahrscheinlich das, was in diesem They said Rauschgiftherz I drin can war. have it. Wahrscheinlich You know, brauchen yeah? wir So I wait here. dafür die Glasscherbe, um es Don't wanna miss it. aufzuschneiden. Und den Becher, um es That aufzufangen. nurse promised it to me. The one with the red glasses. But I think it's been 3 hours already. Why are they late? Do you think something happened? Do you think she changed her mind? Because I swear if she did, I will hurt myself again. I swear to God, I will hurt myself again. I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy. That's all. What exactly is this little treat you mentioned?
It's the red teardrop of pure happiness. They Die bring it, rote Träne des I drink puren it Glücks, down, okay. and my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Wahrscheinlich Right. Dr. X. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Okay. Jetzt ist es relativ eindeutig. Jetzt muss ich nur noch irgendwie aus dieser Dialog-Geschichte rausgehen. Vielleicht müssen wir erstmal alles mit dir machen. Ach ja, hier. I'll Wir sprechen talk to you später. later. Ja. Yeah? Hätte ich natürlich auch früher Yes. drauf kommen können, aber Go. ihr wisst ja, ich bin ein Be bisschen careful. bescheuert. They're watching us. Aber egal. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Ja, natürlich, sei du mal artig und ich besorge dir währenddessen schönes rotes Zeug. Okay, wir machen es einfach nochmal genauso, wie wir es gerade gemacht haben. Schön mit dem heißen Wasser, dann kommt die Frau und dann nehmen wir unsere Medizin. Und dann sind wir in Dreamland und dann können wir das Herz aufschneiden. Wow, ich kann nicht sagen, ich kann nicht glauben, dass ich es gerade gesagt habe. Ach, Videospieldialoge sind noch die besten. Ach ja. Aber okay, aber wenn wir das dann gemacht haben, dann kriegen wir schon erst Armbändchen und dann sind wir doch eigentlich schon so gut wie draußen. Ich warte mal erstmal, bis das... Genau. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Ja. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Susan Ashworth, 24th of May, 1970. I'm just going to check your name band now to confirm that. That's fine. That's fine. I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will help you relax. Okay, diesmal nehmen wir die Medikamente einfach. That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. Oder ob es nochmal einen Unterschied macht, ob wir uns das freiwillig verabreichen oder nicht. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Okay. Wir sind wieder in Crazy World. Ja, es ist aber echt fies. Ist schon nicht mehr so nett. Boah. Das Geräusch ist aber auch echt eklig. Aber gut, immerhin wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Full Dive. Schnell benutzen. Was ist das denn für Schreie? Okay, krass. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal hier rein. Ich bin echt froh, wenn ich in einer normalen Welt bleiben kann. Obwohl selbst die ist nicht so normal, wie es eigentlich sein müsste.
Allein wie sie schon in die Kamera guckt, ey. Also vom Grafikdesign ist es wirklich großartig. Man fühlt sich echt nie wohl, wenn man auf den Bildschirm guckt. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Okay. So, jetzt können wir aber der guten Frau das nochmal geben, beziehungsweise nein. So. Medikament geben. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes. No matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Alles klar. Jetzt haben wir ans Namensbändchen, unseren Entlassungsbrief und einen Haufen Handschuhe. Und damit können wir uns auch mal abmachen. Tschüss, rotbrillige Schlampe. Sorry, Hey, ma'am, George. can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Na Oh, Logo. all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, ma'am. We'll see you soon. Wir sehen uns bald you wieder. won't. Now get out of my way. Alles klar. Ja, super, geil. Ein Lagerraum. Abgeschlossen, okay. Zum Büro geht's daher. Oh, komm schon. And you must be Susan Ashworth. Well, perhaps I am? Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time. You have no idea what I've been through. Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Ich habe eine Wohnung gemietet, sie ist meistens recht einsam. Ich lebe allein und das ist gut so. Ich lebe mit einer Freundin. Sie muss schon Krankvorsorge um mich sein. I live with a friend. She Mach mal das must mal. be worried sick about me. A friend? Really? I'm confused. In your suicide note, you said you live alone. Okay. I lied. Oh, You shouldn't be afraid of opening up, Susan. No. I know. Please, it's for your own good that we're doing this. We need to figure out where things have gone wrong.
and how to fix them. I'm afraid you'll need a time machine for that, Doctor. A human mind is the best time machine you can get, Susan. All we need is for you to relax and be honest with me. Can we do that? Yes, Doctor. What do you do for a living? I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Ja. Ich nehme mal den starken Kaffee, weil das auch am ehesten auf mich zutrifft, obwohl ich gar nicht rauche. I know it's not a great start for the day, but it's one of my little pleasures in life that I find very hard to say no to. Would you say that you feel safer at home than outside? Not really. I don't feel that safe at all. How can you feel safe these days anyway? You can be living next door to a murderer who'll blow your head off for a bit of fun. Local kids have set an old man on fire the other day. They filmed him as he burned to his death. I knew this woman. She slipped on a wet bathroom floor, cracked her head open, and broke a leg. She lied there bleeding for 2 days, unable to move. By the time they found her, it was already too late. Susan, taking risks is a part of life. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Das macht dann unser Leben mal so richtig gut. Something to fight for, you know? A reason to go on. There's always a reason to live. Sometimes we just don't see it that clearly. Well, Doctor, I must have gone all blind then, because I can't see any. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Yes, it didn't help much, as you can see. Just something to think about. I can see you're really willing to open up and talk about your issues. That's a positive sign. I haven't really talked about my feelings for a long time. You're doing very well so far. Do you have problems sleeping? Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Ich fühle mich, als wäre die ganze Welt gegen mich. Ja gut, das ist so ein bisschen die Natur eines Videospiels, oder? I feel like the whole world is against me. Do you find it hard to concentrate? No, not really. Do you drink alcohol, Susan? Only sometimes. I'd suggest you don't consume any alcohol at all for a while. Does that sound like something you can do? Yeah, sure. I'm not a big drinker anyway. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? No, of course not. I don't know what got into me. It's hard to explain why I did it. I must have thought there was no other options left. But I never used to think about it or plan it. It just happened.
as if I'd suddenly lost control. I knew what I was doing was wrong, and yet I was unable to stop it. Strange, isn't it? Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Nothing was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Not anymore. It's strange. But I feel lighter. I feel stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Wow, ist wirklich viel... Ein sehr langes Gespräch hier mit dem Kollegen Dr. X. Aber weil ich nichts anderes weiß über die gute Frau, sag ich einfach mal die Katzen. My cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Noise. Too much noise really upsets me. I can hear everything through the thin walls of my flat. I have this neighbor. He often parties late into the night. It drives me crazy. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Oh, I never really thought about that. But I guess it would be a cheap one. I don't really know what they do with people like me. Maybe they just throw us in a hole and forget about it, since there'd be nobody to visit my grave anyway. I don't think so, Susan. The city would pay for it. Or so they want people to believe. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Okay, egal welche Option ich nehme, ist es immer mit Verweigerungen zu tun. Aber ich würde echt mal interessieren, ob Psychologen tatsächlich solche Fragen stellen in solchen Fällen mit Selbstmordpatienten. Weil es klingt schon alles so schlüssig, dass ich mir gedacht hätte, oder dass ich jetzt auch gerade gedacht habe, so okay, ey, das scheint schon nicht einfach willkürliche Fragen oder sowas zu sein. Aber da wir sowieso jetzt nicht irgendwie darüber reden können, nehmen wir einfach mal, da gibt's nichts zu There's reden. nothing to talk about. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk.
We must go, Susan. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. I went after her. Aha. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, You go first. I'll explain everything in a minute. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Was ist jetzt Ihr Interesse, um mir zu helfen, zu fliehen? Turn left here. We can use the maintenance lift to get us out of this place. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir vielleicht merken, wie wir jetzt hier herumgelaufen sind. Aber sie hat ja am Anfang des Kapitels, in der ersten Folge von Get Lady, hat sie ja gesagt, wir sollen niemandem trauen. Und da hat sie auch gesagt, wir können eigentlich auch ihr nicht trauen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt dem Doktor davon schon erzählen können, dann heißt es ja, dass alles schon in der Vergangenheit liegt. Liz, Okay. Fuck. Was ist auf dem Dach? what the hell are you doing? What? Why is there blood on your clothes? Liz, It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. This is the only way out of here. The only escape. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. Was? you've lost your mind. Get down here right now. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, I have no one to live for anyway. No one ever listened to me. No one ever cared. I listened. You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You listened. Did you really? Of course I did. You talk a Oh lot, Gott, das but kommt I've wahrscheinlich always eine been a Frage, good ob wir jetzt listener. wirklich zugehört haben. I liked talking to you. Oh. The one about the woman in A&E? Scheiße. Verdammt, ich will nicht, dass sie runterspringt, aber ich weiß auch nicht mehr, was für eine Geschichte. Hat sie eine Geschichte erzählt? Verdammt, ich sollte mal Frauen zuhören, wenn sie mit mir reden. Sie verschwand und wurde später tot im Badezimmer gefunden? She disappeared and was later found dead in the toilet. You just made that up, didn't you? I've never said such a thing. You're a liar. Okay, I can prove to you that I listened. Just don't jump. Please. You can prove it. Fine. Gott, das ist I'll so give you a fürchterlich. second chance. Did I tell you about my flatmate? Did I tell you what one of them does for a living? If you really listened, you will remember this one. Das hat sie doch niemals erzählt. She's a waitress. A waitress. You're full of crap after all. You never listened. I did. I swear I did. I was really tired and drugged up when we talked, so I can't remember exactly what you said. But it doesn't mean I don't care. You don't. Nobody does. My colleagues don't care. My family don't care. Even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? Oh.
on your birthday. Do you really think so? You're a liar. You never listened to a single word I said. But it's okay. It doesn't really matter anymore. You didn't cause me this pain, this suffering. I have to do this to be free again. Jump with me, Susan. Do it, while you still can. No. Oh, komm, ey. Fuck. Hätte ich sie noch irgendwie retten können oder so? I tried telling people about Liz, but they all thought I was crazy again and didn't Sie hat believe doch me. wirklich nichts erzählt. And you are absolutely sure you saw Liz jump off this building? You know, it doesn't matter. I just want to finish this and get some fresh air. Susan, I know Liz well. She wouldn't do something like that. As a matter of fact, I saw her this morning. She's fine. I'd like you to come with me and see her. Say hi. Make sure she's alright. Stop treating me like I'm crazy. Fine, I'll go. I don't even care that much anyway. The door is locked? I plan ahead, Susan. I had a feeling in my gut, and my gut's never wrong. I feel like I really got to know you, though. I'm very sorry you've had such a difficult life. I like your green eyes and your Alter. sleek cheekbones. You're a clever girl, Susan, but the sadness has poisoned you for too long. There is no coming back from it. For what it's worth, I would have let you go if it wasn't for Liz. Was zum Teufel? Ja, klar. Was? Alter. Where am I? Och, jetzt sind wir wieder bei der Ollen, oder was? Es passiert rein gar nichts. Wow. Who are you? I am the Crow, of course. I will get you out of here, unless you don't want to say. I thought so. There are two doors leading out of this place. One of them will simply take Susan back to where she belongs. But behind the other one, there is a great reward for her. It's something she always wanted. Something she longs for every single day. Where are those doors? I can't see them. Just walk back to the right side of the stage. My dearest Susan can't miss them. What the fuck? Does Susan like my girls? I knew she would. Whatever they are, tell them to stop staring. But they are here to guide Susan. They are the guardians of the doors. They know which door she should enter to get her rewards. But there is one problem. There's always a problem. I'm not even surprised. Which door should I go through? I will leave that to Susan's own best judgment. But this might be her only chance to find what she had lost. Scheiße.
I can do that. But what's the catch? It's very simple. One of my cats always tells the truth, while the other one always lies. Es ist einer von dieser Art von Rätsel. And I'm guessing you can't tell me which is which? It's something I've forgotten myself a long time ago, Susan. Well, does it really matter? One question is also the need to find the right door. Okay. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir haben zwar das Kapitel noch nicht so ganz durchgespielt, allerdings würde ich ganz gern schon mal hier einen Cut machen. Auf der einen Seite, damit die Episode nicht mega lang wird, und auf der anderen Seite, weil ich einfach mal gerade, ja, ehrlich gesagt, eine Pause mal brauche, allein um das Ganze mal ein bisschen zu verarbeiten, was da gerade alles passiert ist. Und außerdem fühlt sich das hier gerade an wie so ein, ja, neuer Abschnitt. Wir sind wieder in so einer komischen Zwischenwelt und, ja, jetzt haben wir diese komischen zwei Mädchen, Fragezeichen, die wir jetzt eine Frage stellen können. Und natürlich sagt einer nur die Wahrheit und der andere nur die Lügen. Und wir müssen bei 2 Türen dann entscheiden, welche Tür die richtige ist. Ja. Ich würde sagen, das entscheiden wir doch einfach nächste Woche, wenn es wieder weitergeht mit Cat Lady und alter Schwede. Die Folge muss ich jetzt erstmal schön verarbeiten, was da alles passiert ist. Das ist irgendwie ein bisschen zu krass. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche wieder und ja, hoffentlich geht dann auch wieder meine Kamera und dann können wir mal gucken, dass wir das wieder so gebacken kriegen, wie wir das denn kennen. Alles klar, wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken und bis nächste Woche. Ciao!